what we do. Watching people all stressed out, running through their lives, a game they play, 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever. K55 natürlich ganz hinten. Don't you worry about tomorrow. Let's stay up until the morning light. Let the sun take care of your sorrow. And I promise the kids will be alright. 'Cause we don't want them all stressed out, running for their lives, a game they play, 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever, stay at home or in a foreign land. I can stay like this forever, 'cause I got the world in my hand. Ladies and gentlemen, the captain tells us that our parking stand is not available yet, so we have to wait. We thank you for your patience. Yes, I got the world in my hand. Yes, I got the world in my hand. Yes, I got the world in my hand. Kaum zu glauben, wir sind in New York City und werden die Stadt in den nächsten Tagen mal etwas genauer erkunden. Nach der langen Anreise und der doch sehr späten oder besser frühen Ankunft im Hotel haben wir erstmal ausgeschlafen. Normalerweise haben wir es ja eher mit dem frühen Vogel, aber heute wollen wir ja erstmal nur die Gegend erkunden, dachten wir. Dass am Ende des Tages die ersten 12 Kilometer per Pedis auf dem Schrittzähler standen, konnten wir da ja noch nicht wissen. New York ist eben groß. Big Apple Donut. Was sagst du? Gut, dass es neben unserem Hotel am Times Square direkt einen Krispy Kreme Laden gibt. So ist zumindest der morgendliche Kaffee auf jeden Fall gesichert. Bei Krispy Kreme gibt es die besten Donuts, zumindest für uns stand September 23. Bei Krispy Kreme kann man übrigens zusehen, wie die Donuts gemacht werden, aber heute sind wir zur falschen Zeit da. Wir machen gerade keine. Nach dem kleinen, aber leckeren Frühstück geht es Richtung Metro. Hier bewegt man sich nämlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B. Autofahren? Nein, danke. Hier sicher nicht. Wir stürmen also etwas kopflos die nächste Metrostation und besorgen uns eine Metrocard Unlimited. Damit können wir die nächsten 7 Tage so oft und so lange fahren, wie wir Lust haben. Oder wie es uns die schmerzenden Füße abverlangen werden. Gut, dass es sowas gibt. Ja, und wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hätten wir mal besser auf die Schilder über der Station geschaut. Da steht nämlich, in welche Richtungen welche Bahn fährt. Wir haben natürlich nur auf die richtige Linie geachtet und landen prompt auf der falschen Seite. Einfach so den Bahnsteig wechseln geht nicht, also standen wir ein bisschen hilflos am Gleis.
Uns sprach ein älterer Herr an, ob wir Hilfe bräuchten, und er brachte uns dann zum richtigen Ausgang und erklärte uns genau, wohin wir müssen und worauf wir achten sollen. Remember, you got the best engineered cars in the world. You got Mercedes-Benz, Porsche, Audi, BMW. You got number one car maker in the world, Volkswagen. Wir fahren kein. They're the best car. Their cars is very, very good. Thank you. They don't break down like American cars. Go upstairs. Cross the street, okay? Thank you. Go back down and take 3 stops at 59 minutes. Thank you so much. You're welcome. Have a nice day. You're welcome. Alter, hier kommt ja eine Straße. Naja. Thank you very much. Bei der 7-Day Unlimited Metro-Card, wie wir sie haben, gibt es einen kleinen Haken. Swipen, also diese Karte durch den Zugang ziehen und durchs Drehkreuz gehen, funktioniert nur alle 18 Minuten einmal. Der Grund ist simpel und verständlich. So kann man sich nämlich nicht mit mehreren Leuten eine Karte teilen. Raus kommt man immer, aber rein eben wieder nur nach 18 Minuten. Das gleiche hoffentlich geht jetzt nochmal. Diesmal fahren wir warten. Also mussten wir warten, haben das Treiben auf der Kreuzung beobachtet und sind dann endlich auf der richtigen Seite, in der richtigen Bahn und in die richtige Richtung gelandet. Glaubt mal, danach konnten wir das mit dem Metrofahren in New York. Ja, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du das. And it was like 60 francs and like for 50 Man kann ja vieles über New York und die Metro lesen. Dass die Luft im Sommer in den Stationen aber zum Schneiden ist, das sagt einem keiner. Alter Falter, das ist wirklich kaum zum Aushalten. Dafür ist es dann in den Bahnen selbst erstmal angenehm kühl, aber bei längerer Fahrt friert man dann aber auch ganz schnell. Fährst du freiwillig einfach? Fahren wir ganz da U-Bahn. Hot outside. Das Wetter ist übrigens heute alles andere als angenehm. Für heute Abend sagt die Wetter-App Gewitter an und man merkt es. Es ist heiß und richtig übelst schwül. 16 Uhr oder gar nicht raus? Frage. Oh, da geht's, ne? Lass das mal raus, ist ja egal, irgendwo. Links oder rechts? Chaos hat einen Namen. Und hier sind so kleine süße Häuschen, guck mal. Guck mal den am Fahrrad jetzt hier. Pass auf, der jetzt kommt. Guck mal. Also nicht mal am Fahrrad. Luftballons. Kirche mittendrin, weißt du? Die Seilbahn von New York City, ja, gibt es hier. Die führt von Manhattan entlang der Queensboro Bridge auf die Roosevelt Island, eine kleine Insel im East River. Schwebst über New York. Ist das geil?
zwei Spuren, ne, die Brücke. Oben und unten. Die Queensboro Bridge hat Fahrspuren auf 2 Ebenen, ist knappe 2,5 Kilometer lang, inklusive der Auffahrtsrampen und verbindet die Upper East Side in Manhattan mit dem Queens Boulevard in Queens of Long Island. Für uns endet die Fahrt auf Roosevelt Island, eine kleine Insel im East River, die zwischen Manhattan und Queens liegt. Sie ist etwa 3,2 Kilometer lang und 240 Meter breit. Im 19. Jahrhundert wurde sie hauptsächlich für öffentliche Einrichtungen wie Gefängnis, Krankenhaus und eine Nervenheilanstalt genutzt. Die Ruinen des Pockenkrankenhauses kann man heute noch zumindest von außen auf dem Weg zum Four Freedoms Park besichtigen. Roosevelt Island ist mittlerweile auch eine Wohninsel mit ruhigen Straßen und viel Grün. Die Luft ist hier besser wie in Manhattan selbst zwischen den Hochhäusern. Apropos Luft, es ist immer noch warm und ziemlich schwül. Die Luftfeuchtigkeit ist schon ziemlich belastend und der Jetlag holt uns immer wieder ein. Deshalb bummeln wir in aller Ruhe über die Insel und genießen immer wieder den Blick auf Manhattan. Schönes Bild mit dem Schiff. Man sieht sie nicht von der Ja. So sehen tust du auch jetzt. Ja. Ambulance. Auf die Straße. Das ist für Menschen mit Behinderung. Ah, okay. Hier ist doch dieses, das war doch Ja, irgendein ja. Krankenhaus oder irgend sowas, Genau. ne? Da steht ja auch, Hospital. Free. Da ist die Spitze vom Empire State Building rausgucken. Das ist schon echt beeindruckend, oder? Ja. Mein Gott, das ist nur eine Stadt, ne? Nur ist gut. Aber der hat ja gar keine goldene Nase, der Linke. Nee. Der Four Freedoms Park ist ein Denkmal, das dem ehemaligen Präsidenten gewidmet ist und entworfen wurde, um die 4 grundlegenden Freiheiten zu ehren, die Roosevelt in seiner berühmten Rede zur Lage der Nation 1941 hervorgehoben hat. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit von Not und Freiheit von Furcht. Ruhe hier als gleich. Gleich wieder.
I can't seem to lift my head straight. Just laying in the shades with you. Wir spazieren zurück zur Roosevelt Island Tramway und fahren wieder rüber zurück nach Manhattan. Der Blick von hier ist schon toll, man fährt quasi direkt auf die Skyline zu. Ja, das hat was. People all stressed out, running through their lives. A game they play, 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land. I can stay like this forever. 'Cause I got the world in my hand. Don't you worry about tomorrow. Let's stay up until the morning light. Let the sun take care of your sorrow. And I promise the kids will be alright. 'Cause we don't want them all stressed out, running for their lives. A game they play, 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land.
Von hier geht es jetzt gleich weiter, Manhattan erkunden. Wohin und worauf es uns verschlägt, erfahrt ihr im zweiten Teil von unserem ersten Tag in New York. Wenn dir unser Video gefallen hat, zeig's uns mit einem Like und bleib am Ball, indem du uns abonnierst. So verpasst du keine Videos. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.